Der Vario 545, für mich eines der besten Konzepte für kurze Kastenwagen überhaupt, denn mit diesem speziellen Aufbauteil, was hier oben drauf ist, bekommen wir tatsächlich ein Fahrzeug für 4 Personen, echte 4 Personen ohne Umbau. Das ist ganz wichtig, ohne Umbau auf 5,45 Meter. Und es ist ein Fahrzeug, das sich auch gebraucht unglaublich gut hält. 60.599 Euro. Es ist von der Qualität auch richtig toll. Also wenn man reingeht, es ist irgendwie gar nichts so, wie man das kennt vom Standard-Kastenwagen, den du irgendwie hast, sondern alles hat so Manufakturqualität. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Fahrzeuge wohl auch nicht mit hunderttausenden Auflagen hier gebaut werden. Fahrzeug ist also sehr, sehr kurz und sehr wendig. Also ein optimales Fahrzeug, wenn ich ein Fahrzeug haben möchte für alles. Das heißt, ich habe ein Fahrzeug, mit dem ich den Alltag bestreiten kann, muss vielleicht auch nicht mehr zur Arbeit gehen, weil ich Rente habe oder Pension oder ich sag mal, habe ein Freizeitfahrzeug, mit dem ich auch zur Arbeit fahren kann, denn in eine Tiefgarage, da passt das hier natürlich nicht rein. Das muss man immer wissen. Vario 545, ein eigenes Konzept, habe ich schon ganz oft gefilmt und kam immer an, unglaublich. Ja. Ist jetzt ein bisschen eingeparkt, aber ich habe noch weitere Videos, wo wir den gezeigt haben. Immer kam es zu Hunderttausenden von Aufrufen. Kann ich aber auch nachvollziehen, weil das Konzept wirklich einmalig toll ist. Also hier sieht man es eigentlich ganz gut. Sehr, sehr kurze Länge, ein kurzes, kompaktes Fahrzeug für echte 4 Personen. Also Vario 545, hier ist der Stromanschluss mit dran, auch der wird magnetisch gehalten und der Wassertank auf der linken Seite, eine Truma-Heizung mit eingebaut. Das Ganze sehr kuschelig da drin, also wenn wir gleich mal aufmachen, werden wir sehen, wir haben also hier extrem viel Platz. Stauraum, der richtig groß ist. Jetzt wisst ihr auch, was ich meinte, indem ich eben gesagt habe, es fühlt sich nicht an wie ein Standard-Kastenwagen, sondern das Auto ist wirklich Manufakturqualität. Also sieht man allein schon hier die Lattenroste, die Auflagen, der ganze Bau, der hier gemacht ist, das ist jetzt keine Massenfertigung, sondern es fühlt sich ganz anders an. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Oben drüber übrigens noch ein Bett. Das können wir gleich mal zeigen. Du hast also hier eine richtig schöne Koje, wo du liegen kannst. Auch erwachsene Menschen können hier liegen. Vielleicht keine 2,50 Meter Leute. Aber ich denke mir, so bis 1,80 Meter ist es kein Problem. Du liegst ja auch nicht ganz gerade, außer ein bisschen am Urlaub. Hier hinten hast du richtig viel Gepäck. Und in Verbindung natürlich mit einer Auflastung und dem neuen Führerschein Klasse B mit bis zu 4,25 Tonnen, der ja jetzt kommen soll, nur noch in nationales Recht umgewandelt werden muss. Da hätte man eine Zuladung von circa 1 Tonne. Und da bitte fragen, wie das funktioniert mit der Auflastung. Wir sind bei Glück Freizeitfahrzeuge der Pössl Vario 545. Diesmal auf Citroën Jumper. So, wir gehen mal rein. Ich habe die Tür schon mal aufgemacht. Oben hast du auch noch mal ein Fenster drin. Das sind Seitz-Rahmenfenster von Dometic. Also die wirklich besten Fenster, Kunststofffenster am Markt, die hier verbaut worden sind. Und auch hier siehst du, das Konzept geht mit Gasdruckfedern. Hier oben hast du ein Bett. Das Bett ist im Moment hochgeklappt. Du hast Schränke, die komplett über die ganze Höhe gehen. Hier können also Leute locker mit 2 Meter Höhe Platz nehmen. Und hier ist auch schon der ganz neue Kühlschrank verbaut. Seht also, die Modellpflege hat auch hier Einzug genommen, sodass du hier oben das Bedienfeld nicht mehr im Kühlschrank integriert hast und die komplette Höhe dann auch nutzen kannst, um hier zum Beispiel das Gemüse, hast ein Frosterfach hier mit drin. Also das ist nicht mehr dieser winzige Dometic, den es mal gab, sondern du hast jetzt einen großen Kühlschrank, weil diese Zeile, die hier oben drin war, die hat man ausgelagert. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Du hast ein Fliegengitter hier drin. Das ist hier gleich mit eingebaut. Es wird hier einfach zugezogen über die ganze Breite, soweit so normal. Und dann hat man hier Schränke, die sind nochmal extra integriert. Also das Ganze ist wirklich echte Manufakturqualität. Du hast also hier nochmal so einen richtigen Schaum, da liegt alles auf, dass auch ja nichts klappert. Das Ganze ist hier nochmal vernäht. Also genauso stelle ich mir das vor. Also wenn das für mich gebaut wäre, dann habe ich so die Qualität, die man so kennt von den großen Manufakturherstellern.
Das ist also hier erfüllt. Hier war jemand etwas grober am Werk bei den Seitsfenstern. Ja, wenn man es nicht bedienen kann, dann sollte man es nicht machen, wenn es drin ist. Aber so geht das hier im Ausstellungsbetrieb natürlich von sich. Alles muss man mit sehr viel Liebe hier bedienen bei den Seitsfenstern. Die funktionieren wunderbar, wenn man sie also hochhebt und nicht mit Gewalt natürlich versucht, die hier zu verstellen, sondern man drückt sie hier zusammen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sie funktionieren. Und dann hat man ein Leben lang Freude. Übrigens auch ein Trick ist hier, diesen kleinen Knopf bitte reinzudrücken. Da ist nochmal eine Kindersicherung mit drin. Die kann man natürlich auch so machen, aber jetzt ist es blockiert. Wenn man jetzt hier fest darüber drückt, dann geht es auch auf. Dafür ist es aber nicht gebaut. Also erst die Anleitung lesen, dann bedienen. Küchenelement hier drin, also eine richtig große Küche. Ich meine, wir sind auf 5,45 Meter, haben 4 Schlafplätze hier mit eingebaut, ohne Umbau. Eine große Sitzgruppe auf der Seite. Also hier habe ich meine Sitzbank für 2 Personen. 2 Sitze, die jetzt gedreht sind. Das Ganze hier in dem Fall auf Citroën. Habe ein Verdunklungssystem, was von den Seiten kommt vorne, das sich in der Mitte trifft. Magnetisch. An der Seite habe ich meine Remis-Verdunklungssysteme von der Seite aus. All das ist relativ klassisch und die Besonderheit ist aber wirklich hier oben, denn du hast diesen Raum, der sich komplett erschließt, also über mir. Ich kann jetzt mal hier die Hand ausstrecken, seht ihr, ich komme nicht an die Decke ran und das dürften gute 2,50 Meter, 2,60 Meter sein im Moment. Also denk mal so ungefähr 2,50 Meter Höhe und die kann ich nicht erreichen. Hier oben habe ich noch ein Staufach mit drin, hier habe ich noch eine Ablage, an die ich natürlich sehr gut rankomme, wenn ich im oberen Bett liege. Großer Kleiderschrank auf 5,45 Meter. Das ist wirklich schon richtig toll. Und viele schöne Details, wie hier zum Beispiel kleine Lederbänder, wo das Ganze dann auch nochmal gehalten wird. Und hier, mal kurz mal gucken, was das hier. Also da ist ein Band mit drin, hier wird was gehalten. Ich überlege gerade, was könnte hier gehalten werden. Eventuell... Na, ich komme gerade nicht drauf. So, Schränke, große Schränke über die ganze Höhe, die auch wirklich eine tolle Tiefe haben. Und dann Bedienfeld. Hier das Truma Bedienfeld hier mit drin, Doppelflammen-Kochfeld von Dometic mit Piezo-Zündung und einer großen Spüle. Das ist übrigens das Bedienfeld vom Kühlschrank hier mit eingebaut. Eine Arbeitsplattenverlängerung hier mit drin. Also wirklich ein großer Kochbereich hier. Und dann gehe ich ins Bad. Das Bad hat eine feste Abtrennung. Die ziehe ich einfach rüber, kann hier zumachen. Jetzt kann ich auf Toilette gehen. Kann hier nochmal verschließen, weil man will ja nicht auf Toilette gehen und die anderen schlafen. Kann ich euch hier mal zeigen. Hier ist also auch nochmal eine Tür mit drin, die ich hier verschließen kann. Natürlich alles schon ein bisschen klein, aber funktionell. Also hier könnte Kind Nummer 1 schlafen. Also hier würde ich auch reinpassen als etwas kleinerer Erwachsener. Das funktioniert auf jeden Fall. Und hier oben hast du dann das gleiche nochmal. Eine richtig schöne Schlafkoje, also für Kids, sage ich jetzt mal 1,60 Meter, sollte das kein Problem sein. Und großer Spiegel hier mit drin. Dann nochmal hier ein Spiegelschrank mit vielen Ablageflächen. Ein großes Waschbecken im Vergleich natürlich zu vielen anderen Kastenwagen, die nur so winzige Duschbereiche haben. Handtuchhalter hier an der Seite hier mit eingebaut. Da unten dann nochmal ein Schrank. Der ist hier mit drin. Sekunde. Da müsste ich jetzt mal klopfen, da ist er. Und hier ist das Gasfach für 2x11 Kilo. Also Autarkie pur. Und damit das Ganze nicht stört, hat man es hier unten drunter integriert. Natürlich mit den Dichtungen, den erforderlichen, die hier mit dabei sind. Für die Truma Kombi-Heizung. Da hätte ich es jetzt nicht vermutet, da ist es aber. Das heißt also hier die zentrale Gasversorgung hier direkt unten drunter. Aber auch hier verarbeitungsmäßig Klavierbänder mit eingebaut. Also alles echte Manufakturqualität. Das ist schon ordentlich. Eine Kassettentoilette. Hier in dem Fall von Dometic. Also mit dem großen Volumen auch mit drin, die ich nach hinten entleeren kann. Und ja, viel Platz. Ich drehe mich mal um. Dann zeige ich euch mal, wie das zweite Bett funktioniert. Hier habe ich noch 2 Staufächer.
die auch nochmal viel Platz bieten. Und dann ergibt sich dann hier das Elternbett oder das Bett für die etwas größeren. Ich gehe oben dran, ziehe es einfach runter, habe hier die Matratze zugänglich und habe dann einen Schlafbereich, der ist richtig groß. So, und einsteigen kann ich entweder über die Leiter, die wird einfach nur zusammengesteckt, die wird dann hier dran gestellt, oder wenn man etwas geübt ist, eine Fuß hier drauf und der andere hier drauf. Das heißt, zur Not käme ich da auch hoch ohne Leiter. Aber mit Leiter ist es natürlich wesentlich bequemer, dass es hier drauf ist. Und die Liegefläche, die kann ich nur schätzen. Also ich schätze mal 1,60 Meter oder vielleicht sogar 1,70 Meter mal gute 2 Meter und ja, 2 Meter schätze ich mal, die hier drunter sind. Also Platz satt. Und wenn du dann fertig bist, kannst du alle Auflagen einfach drauf lassen und schiebst das Ganze einfach hoch. Hier unten hast du noch einen Rausfallschutz mit drin und richtig dicke Matratzen, die man hier auch braucht. Hier unten drunter ist noch so ein Meshgewebe mit eingearbeitet, denn du hast keinen Lattenrost hier drunter. Damit sich da die Feuchtigkeit auch nicht irgendwie sammeln kann, ist hier ein spezielles Gewebe also nochmal drunter. So, und dann, wenn ich fertig bin, drücke ich einfach hoch. Gasdruckfedern halten das Ganze und dann habe ich den kompletten Raum hier offen und kann es aber auch benutzen. Ich kann das ja mal gerade machen, so bin ich auch eben eingestiegen, indem ich das hier runterfahre. Und jetzt kann ich trotzdem noch hier drunter gehen und habe noch die komplette Breite wie im normalen Kastenwagen, muss mich aber jetzt ein bisschen bücken. Das ist aber, wenn oben jemand schläft, zum Beispiel die Kinder jetzt in dem Schlafbereich oder hinten, dann auch kein Problem. Also das nehme ich gerne in Kauf, drücke es hoch und habe jetzt hier die komplette Stehhöhe hier drin. Nettes Konzept, mir gefällt's. Also ich habe schon oft gefilmt. Ist nicht jedermanns Sache, kann man sich angucken hier bei Glück Freizeitfahrzeuge in Sulzemoos, denn hier sind unglaublich viele ausgestellt. Das liegt ungefähr zwischen Augsburg und München. Ein Eldorado, quasi ein Caravansalon unterjährig, bei dem ich jeden Tag hier vorbeikommen kann und was Neues entdecken kann. So, wir gehen mal raus, dann zeige ich euch mal, was hier alles so steht. Aber das neue Modell Vario 545, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Immer wieder ein gern gezeigtes Fahrzeug für 60.599 €. Und auch hier gilt, am besten anfragen, wie die aktuellen Preise sind, denn ihr wisst ja, Preise sind in Bewegung. Die Händler mittlerweile durchaus gesprächsbereit, was ich so gehört habe. Am besten meldet ihr euch und dann wird man euch sagen, wie die Fahrzeuge verfügbar sind, was verfügbar ist und so weiter und so fort. Ich filme heute am 30. März 2023. Tschüss!